Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Der Collector Video. Eigentlich hatten wir geplant, die momentan leistungsstärkste G-Klasse auf der Welt zu fahren und hier abzuholen. Aber wir sind hier bei einer Location angekommen. Leute, das ist einzigartig und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und euch hier ausführlich zeigen. Deshalb Leute, lehnt euch zurück, wir reißen auf. Also Robert, dass ich mal einen 300 SL im Mittleren Osten sehen würde, habe ich ja eigentlich schon für sehr unwahrscheinlich gehalten. Aber dass ich so viele 300 SL und generell so viele Oldtimer auf einen Haufen sehen würde, das ist verrückt. Leute, zieht euch das mal bitte rein. Ich weiß gar nicht, wo wir als erstes hingehen sollen, weil ich meine, schau mal her, hier schöner 300 SL, dann hier Roadster, dann hier, wenn du schaust, in schön schwarz und roter Innenraum. Wie sexy, elegant ist das bitte? Ich hatte ja damals das Privileg, 2019 die Mille Miglia mit einem 300 SL von Mercedes, vom Mercedes Museum fahren zu dürfen. Das Ganze mit dem Ellen damals zusammen. Das war so eine mega Erfahrung und auch wenn du dann hier schaust, denn das zum Beispiel, Leute, ist was Spezielles, denn davon gab es nur 5 Stück. Auch hier, wie wir schön sehen können, von HK Engineering, denn Leute, wir befinden uns hier in einer privaten Autosammlung. Das Ganze nämlich, wenn wir jetzt mal hier rüber gehen, und zwar der Besitzer von Driven Coffee. Wenn ihr mal in Dubai oder Abu Dhabi seid, Leute, ihr müsst unbedingt in das Driven Coffee gehen. Dort gibt es nicht nur den geilsten Mango-Smoothie, gell Robert, den hast du auch schon getestet? Nee, tatsächlich noch nicht. Wie, den hattest du noch nicht? Ja, Zeit wird's. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch hingehen. Fahren wir Da gehen wir gleich vorbei. danach hin. Ja, safe. Den besten Greek-Joghurt, die besten Pasta. Also wirklich, Leute, wenn ihr in Dubai seid, ihr müsst dort zum Frühstücken oder zum Mittagessen hingehen. Das ist so geil und vor allem dieser Vibe. Du hast halt dort Autos innen drinnen. Ich finde es dort extrem, extrem entspannt. Aber jetzt, Leute, zieht euch das mal bitte rein. Wir haben einmal hier den AMG One 1:1 in unserem Spec, nur eben hier das Ganze im Stealth-Look. Bedeutet, wir haben, das war ja damals eben die wichtigste Frage, sollten wir eine glänzende Steinlackschutzfolie auf das Auto packen oder eine matte Steinlackschutzfolie? Die meisten haben sich für das Glänzende entschieden, deswegen haben wir das Fahrzeug auch glänzend gelassen. Aber jetzt sehen wir mal wirklich hier diesen Unterschied, wie der AMG One ausschaut, wenn er matt ist. Wirklich diesen Stealth-Look. Und ich muss sagen, ich könnte mich einfach nicht entscheiden, weil ich finde beides extrem sexy. Hier sieht es halt jetzt einfach nochmal bulliger aus. Ja, voll. Muss man klipp und klar sagen. Aber dann kommen wir natürlich hier rüber. Pagani Huayra BC Roadster. Und jetzt, Leute, stelle ich mich mal hier in die Mitte. Und jetzt kommt gleich mal eine sehr wichtige Frage zuerst. Welches Fahrzeug würdet ihr von den beiden nehmen? Kommentiert mal drunter. Mercedes AMG One, limitiert auf 275 Stück. Natürlich die ganze Formel 1 Technologie. Oder hier das Doppelte an Zylinder, bedeutet 12 Zylinder. Pagani Huayra BC Roadster, limitiert auf 40 Stück. Ich weiß nicht, für was ich mich entscheiden sollte. Es sind halt zwei so unterschiedliche Fahrzeuge, denn das hier ist ein Kunstwerk und das hier wiederum ist natürlich hier pure Formel 1 Technologie. Also ja, ich würde einfach sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich lasse euch entscheiden, Leute, welches Fahrzeug ihr hier nehmen würdet. So, hier geht es weiter natürlich mit lauter Oldtimer und dann haben wir hier den SLR 722, auch ultimative Legende. Und genauso auch hier, Leute. Das ist auch noch ein Fahrzeug, was auf meiner Bucketliste steht, das zu fahren. Robert, ich würde uns da so sehen. CLK DTM Cabrio bedeutet limitiert auf nur 100 Stück. Ich finde, das ist einfach so geil. Weil wie geil ist, also muss man sich mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, wenn du dir dieses Fahrzeug anschaust, eigentlich wo du sagst, es ist total hirnrissig, aber es ist einfach geil. Du hast hier wirklich brutalsten Breitbau, dann hast hier deine Schalensitze, auch hier hinten trotzdem Platz und das Ganze auch noch offen. Eigentlich total unnötig, aber einfach so extrem, extrem geil. So, wo gehen wir weiter? Oh, schauen wir uns mal dahinter. Sollen wir mal darüber schauen? Hier wird es natürlich jetzt auch wild, denn Leute, hier, schöner Evo, so geil,
Du siehst einfach wieder dieses eckige, kantige Design von Mercedes von früher. Finde ich einfach immer noch so ein extrem sexy Auto. Und du stehst vor dem Auto und das macht dir Angst. Und was dir genauso Angst gleich machen wird, ist das, was nämlich da hinten steht. Denn das ist ja der Grund, weshalb wir ja eigentlich hier sind. Aber auch hier noch ein GT2 RS 997 GT2 RS. Hier haben wir dann auch so einen Nissan GT-R. Ich will gar nicht wissen, was wir hier Leistung haben. Auch hier mit einem Shelby und so. Also ich will gar nicht wissen, was wir da Leistung haben. Aber wo wir Ultraleistung haben, Leute, ist das hier. Und zwar die stärkste G-Klasse, die es momentan auf der Welt gibt. 1063 PS. Und warum 1063 PS? Und zwar ist hier das Fahrzeug inspiriert nach Sir, muss man ja wirklich sagen, Sir Lewis Hamilton für seine letzte Saison bei Mercedes. Bedeutet, wir haben hier auch 1:1 dieselbe Leistung wie beim AMG One, die 1063 PS. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein. Wir reißen jetzt gleich mal auf und dann schauen wir uns das Ganze auch noch mal in Ruhe von außen an. Denn ihr werdet sehen, allein die Lackierung. Wir haben hier eine Carbon-Keramikbremse. Ich will gar nicht zu viel erzählen. Wir steigen jetzt ein und dann reißen wir auf. Auf geht's. Also Robert, Ja? das ist extrem ungewohnt, Ja, weil glaub ich. auf einmal so tief einzusteigen in eine G-Klasse, wenn du auf einmal ein 4x4 gewohnt bist, vor allem hier, ist das Fahrwerk nochmal 33 mm tiefer gelegt als eine normale G-Klasse. Und das nochmal verrücktere ist, komm mal her Robert, wir haben hier einfach das Lenkrad Alter. vom AMG One. Junge. So, aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal hier einen schönen Kaltstart, oder? Definitiv. Schauen wir mal. Alter! Alter. Ehrlich? Bruder! Da geht was, glaube ich! Ich verstehe kein Wort. Ja komm, wir steigen ein! Auf geht's. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ne, ich auch. Weil, Aber was? Leute, ihr müsst mal überlegen, ne? Die G-Klasse hier von Hofmanufaktur soll anscheinend 300 km/h fahren können. Ist aber schon schnell. Und ich finde auf der einen Seite, wenn wir uns das Auto jetzt dann gleich mal nochmal von außen anschauen, aber so jetzt hier im Innenraum, ich finde es auf der einen Seite extrem sportlich, aber auch trotzdem, weißt du, einfach diese F1-inspired Motorsportgene. Und das finde ich schon extrem gut gemacht. Okay. Boah, das ist... Ich glaube, das wird fies. Robert, ich glaube... Alter, ich glaube, das könnte fies werden, Leute. Wie zum Teufel hörst du bitte diese Lader? Wie geisteskrank klingt das bitte? Alter. Okay, ich glaube, Leute, das wird richtig wild. Übrigens, bitte nicht verwundern lassen über irgendwelche Fehler. Auch hier, Spur ist nicht so... Ja, Bib. Die Spur ist auch nicht zu 100% eingestellt, ja, weil ich meine, wir sind einer der Ersten, die hier dieses Fahrzeug bewegen dürfen. Der gefühlt fast wirklich die Ersten. Der wurde vorgestellt und danach stand der rum. Und deswegen war das hier eine ganz spontane Aktion jetzt, dass man nicht noch hier alles vorbereiten konnte. Alter. Okay, krass. Du merkst halt natürlich sofort die Carbon-Keramikbremse. Alter! Das war gar nichts, das war nur angetippt. Und du merkst halt einfach, das sind so Riesenlader. Das ist ja völlig verrückt. Alter! Was zum Teufel ist das bitte für ein Monster? Alter! Das ist einfach so abartig laut. Das ist ja brutal. Wir müssen mal überlegen, Leute, diese G-Klasse beschleunigt in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100.
Wir reden hier von einer G-Klasse. Wie verrückt ist das bitte? Vor allem das Auto kann über 300 fahren, theoretisch. Aber ich glaube auch praktisch. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite ist es total tiefenentspannt zum Fahren. Ja, voll. Wenn du die Klappe zu hast, wirklich, du hörst gar nichts, es ist komplett leise. Du kannst komplett dahin cruisen, wie eine normale G-Klasse. Auch vom Fahrwerk her fühlt sich kaum härter an. Klar, natürlich 30 mm tiefer, aber ist trotzdem entspannt zum Fahren. Aber dann halt natürlich... Ja, bitte mach an, ich will das nicht. Ich will das. Es ist so geil, wenn du einfach bei einer G-Klasse jetzt endlich mal in die Bremse reintrittst und da kommt auch richtig was. Ja. Das Hochschalten! Es ist geisteskrank, es ist wirklich geisteskrank. Alter! Also wenn da kein Feuer kommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Und irgendwie wird es immer lauter. Also du brauchst mir doch nicht erzählen, dass da kein Feuer kommt. Mach mal den Spiegel runter, vielleicht sehe ich da was. Alter. Das ist wirklich geisteskrank, Mann. Vor allem auch schau mal, wenn du jetzt halt so wirklich untertourig fährst, wie geil du die Lader hörst. Also Lader sind sick, Mann. Boah, hörst du das? Boah. Alter. Ich schwör's dir, das ist die lauteste G-Klasse, die ich je gehört habe. Mein Gott, Alter. Bruder, was? Was zum Teufel ist das? Ey, nee Leute, das ist vorbei. Das reicht mir schon. Das reicht mir eigentlich schon. Geisteskrank, nee, ich Mann. bin in meinem Leben noch nie, Also ich dachte, dein 4x4 ist schon laut. Mein 4x4, sorry. Aber das ist komplett next level. Boah, stinkt's hier. Robert, Du wirst hier godelt oder was? Weiter. also hart ist das Ding schon, gell? Alter. Ja, für eine G-Klasse ist es brutal, Mann. Wenn du halt natürlich auf S Plus fährst, dann ist das schon sportlich. Alter, aber ich find's geil. Aber auch die Sitze, überleg mal für eine G-Klasse. Ja, ich liebe diese Sitze. Alter, Ist das Mann. wie vom C63, ja, oder? ja, vom E63, Ja. wie ich es auch bei mir drinnen habe. Okay, sorry. Sind immer noch die geilsten Sitze. Es ist nur angetippt. So, ich würde jetzt mal sagen, wir schauen jetzt gleich mal, wo eine schöne Gerade kommt und dann, dass man einmal so ein bisschen mal, oder? Einmal so ein bisschen. Einmal so ein bisschen. Gott, Mann. Bist du bereit? Nee, du? Ich auch überhaupt nicht. Ja, ey. Aber richtig Schiss, dass meine Kamera hier Abflug macht bei so viel Drehmoment, aber. So, 1063 PS Bist du auf Sport Plus? in der G-Klasse, ja. Alter. Alter. Bist du bescheuert? Was zum Teufel ist das bitte? Boah, ist so geil, dass ich mich hier festhalten kann. Boah. Alter. Das ist sowas von behämmert, Leute. Dass alles vorbei ist. Wenn du Robert, überlegst- vielleicht hättest du die Motorhaube noch zumachen sollen. Das wäre ganz gut gewesen. Ja, jetzt sind wir auf Tankreserve. Jetzt wird's interessant. Aber es ist ja alles, um Gewicht zu sparen. 70 Kilometer Reichweite noch easy. Ja? Es reicht, um hier noch mal zweimal durchzubeschleunigen. Ja, oder, dann machen wir Robert? das doch. Was meinst du? Bitte. Ready? Ja, geht so. Und die Bremse! Boah, die Bremse ist geil. Schau dir das mal an, das ist nur angetippt. Alter. Das ist nur angetippt. Das ist ja verrückt.
diese Kickdowns. Hofmanufaktur, was habt ihr bitte für ein Monster aus dieser G-Klasse gemacht? Das ist ultimativ. So, auf ein letztes Mal, Robert, oder? Boah, ja, Mann. Jalla! Diese Bremse, schau dir das mal an. Boah, Alter. Die Bremse ist geisteskrank. Alter, aber auch wie laut der ist. Es macht einfach so süchtig, Leute. Es macht so süchtig. Weißt du was? Ich würde sagen, wir stellen das Auto da vorne jetzt hin und wir schauen uns jetzt hier die Hof Circlers nochmal von außen an, oder? Sehr gern. Also Leute, eins kann ich schon mal sagen. Das war mit Abstand die wildeste G-Klasse, die ich jemals bisher gefahren bin. Ja, safe. Also 1063 PS und die spürst du definitiv hier in der G-Klasse. Also nicht nur soundmäßig, die Lader, wie du die hörst, die Beschleunigung brutal. Also brachiales Monster. Und wenn wir uns jetzt das Ganze von außen anschauen, hier die Hof Circlers. Das erste, was mir auffällt, ich finde, dass hier das Ganze stimmig wirkt. Weil oftmals hast du ja wirklich Bodykits bei einer G-Klasse, die halt extrem überzogen und extrem prollig wirken und auch diese ganze Aerodynamik und Verspoilerung und sonst was ja überhaupt nichts bringt, sondern das klebt halt einfach dran. Aber hier ist es wirklich anders, denn allein diese komplette Motorhaube, die komplett hier aus Carbon ist, ja, und auch wirklich seine Funktionalität hat, ja, das sind nicht irgendwelche Blenden oder sonst was, sondern das dient hier wirklich zur Kühlung. Und dann egal, wo du natürlich hinschaust, du hast so viel Carbon verbaut, allein dieser komplette Kühlergrill komplett aus Carbon. Wenn du hier weiter gehst, natürlich, wir haben eine gewisse Verbreiterung, wie ich es ja schon gesagt habe. Fahrwerk 30 mm tiefer, wir haben hier 23 Zoll Aluminium Schmiedräder, ja, und dann natürlich hier mit diesen Carbon Aerodiscs. Du merkst halt, es ist halt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, das Fahrzeug hier ist auf Sir Lewis Hamilton inspiriert worden, auf seine letzte Formel-1-Saison bei Mercedes. Und natürlich, was gibt es Näheres als das straßenzugelassene Fahrzeug der AMG One? Und dementsprechend hat man natürlich hier was völlig Verrücktes, aber sehr viel hier übernommen, daran inspiriert. Eigentlich völlig verrückt, aber genau das ist es ja. Das ist das Geile, ja. Dann sehen wir natürlich so ein Part hier, da haben wir keine aktive Belüftung, sondern das dient hier rein nur dem Design. Wenn wir hier weitergehen, das ist natürlich schon wieder brutalst. Hier in Keramik ummantelt, Carbon Endrohrblenden, ne? Ja, und dann natürlich hier alles Dark Blend und dann hier die Lackierung übergehend, wie man es auch vom AMG One kennt, dieses von Silber auf Schwarz, alles handlackiert. Auch noch mal ganz kurz der Innenraum. Also darauf komme ich ja immer noch nicht klar. Der Innenraum ist wild. Schauen wir, und außerdem die Tür geht noch mal weiter auf, wie wir es von der normalen G-Klasse kennen. Weiter. Und sonst hier natürlich alles mit den Petronas-Nähten, Alcantara, egal wo du hinschaust, auch hier wieder sehr sexy, dieser Türgriff in diesen schönen matt-schwarz-Finish. Und dann klar, hier komplette Mittelkonsole, alles schön in Alcantara überzogen, Carbon. Dann klar, das AMG One Lenkrad, die Sitze immer noch extrem, extrem sexy und komfortabel. Ja, sehen gut aus, sind extrem komfortabel, aber haben halt natürlich auch wirklich seinen Halt. Und dann, wenn wir auch weiter nach hinten gehen, sehen wir ja auch nochmal, egal wo du hinschaust, weiterhin alles aus Carbon. Hier machen wir das Ganze auf. Natürlich daran erkennen wir 1063 PS und auch hier geht es weiter. Schön alles in Alcantara, Petronas Näht. Und das ist natürlich richtig wild, dass wir das hier einfach alles komplett aus Carbon haben. Und hier auch nochmal, finde ich, das gibt so dieses gewisse Detail, das gewisse Extra, dass hier wirklich die VIN-Nummer siehst, hier Handbuilt in Germany, bei Hof übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, Hofmanufaktur sitzt in Sindelfingen. Und da sehen wir auch nochmal hier Edition 1 of 10. Mit dem hier, das ist ja, sagen wir mal, ein Prototyp, gibt es insgesamt 11
Stück. Und auch zu guter Letzt, was man noch kurz erwähnen muss, weil das Fahrzeug hier hat ja seine Fahrzeugpräsentation letztes Jahr in Abu Dhabi beim Formel-1-Rennen, also das letzte Formel-1-Rennen ist es für Lewis Hamilton in einem Mercedes gewesen. Und dann sehen wir hier auch nochmal das komplette Layout von der Abu Dhabi-Strecke. Also ja, das war meine allererste Erfahrung hier in einer G-Klasse von Hofmanufaktur. Und ich glaube, wilder geht es eigentlich fast gar nicht. Oder Robert, was meinst du? Ja, das ist geil. Ich habe noch nie so eine laute G-Klasse gehört. Yes, aber die Sache ist ja, das muss man ja wirklich erwähnen. Laut ist ja das eine, aber dass es halt auch noch wirklich geil klingt. Und das hat hier Hof extrem gut hinbekommen. Also ich muss wirklich sagen, und ich weiß nicht, Robert und ihr Leute, was ihr dazu sagt, aber es ist für mich das erste Mal, wo ich sage, es ist eine G-Klasse von einem Veredler, wo wirklich der Umbau stimmig ist. Weil bei so vielen Veredlern ist es überzogen. Es passt einfach nicht zusammen. Es harmoniert einfach nicht. Und hier ist wirklich mal, wenn du das von der Seite anschaust, die Lackierung, der Übergang, diese ganze Inspiration, die Leistung, die Performance, finde ich mal extrem, extrem stimmig. Für mich ist jetzt das Einzige, finde ich, das hier und das hier ist jetzt nicht meins, weil ich bin halt einfach kein Fan von, sage ich mal, ja, dass es rein designmäßig angebracht ist, sondern ich bin halt wirklich ein Fan, genauso wie bei der Motorhaube, dass es wirklich aktive Belüftung ist. Denn wir kennen es von anderen Veredlern, da ist es auch eine riesen Motorhaube und letzten Endes ist es aber fake. Und deswegen finde ich, im Großen und Ganzen, ne, ist das ein extrem stimmiger und exklusiver Umbau. Ja, definitiv. Sollen wir mal damit auf der Autobahn fahren und mal schauen, ob das hier wirklich 300 km/h geht. Und dann würde ich sagen, sind wir raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out. Weil der R reißt jetzt komplett Offroad auf. Das wäre es jetzt gewesen, wenn der jetzt mal hinten rechts mal so ein bisschen hängen geblieben wäre. Ich glaube, Robert, dann hätten wir schon wieder zum 3. Mal Insolvenz anmelden können. Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir raus.